Also die Logitech-Hülle. Ich brauche die echt. Die ist ganz klar besser. Aber ich will sie einfach wirklich nicht haben. Ich hol die mal. Hi zusammen, ich habe heute für euch die wohl beste Hülle mitsamt Tastatur in den Händen, die man für das iPad Pro holen kann. Ich würde sogar sagen, dass die Hülle hier das beste Accessoire ist, was es für das iPad Pro gibt. Und man eigentlich kaum besser beraten sein könnte, wenn man das iPad irgendwie als Computerersatz benutzen möchte. Und halt auch noch iPad-Funktionen haben möchte. Und genau deshalb habe ich mich für das doppelt so teure, schlechter geschützte, mit weniger Funktionen ausgestattete Apple Magic Keyboard entschieden. Fangen wir erstmal von vorne an. Ich zeige euch heute die Combo Touch Hülle mit Tastatur für das iPad Pro 12,9 Zoll, also 13 Zoll. Alles, was ich sage, sollte auch für das 11 Zoll Modell gelten, welches ebenfalls für das iPad Air passt. Unfassbar guter Deal aus meiner Sicht. Das iPad Air, das neueste Modell mit diesem 11 Zoll Keyboard zusammen, kleiner PC-Ersatz für die Tasche, top. Zum Superpreis. Kein Mensch braucht das iPad Pro, wenn man ehrlich ist, außer man ist so ein bisschen versnobbt und möchte einfach das größere Display haben. Das kann ich verstehen. 11 Zoll iPad Pro. Ich finde die Tastatur sogar vom Formfaktor für die 11 Zoll Variante etwas stimmiger, weil die dann hier oben nicht diesen Rand hat. Aber die ist natürlich auch insgesamt ein ganzes Stück kleiner und dementsprechend hat das dann auch nicht so das Feeling von einer Full-Size-Tastatur zum Schreiben. Daher für mich persönlich, ich habe mich auch für das größere Display entschieden beim iPad und für mich ist die größere Tastatur dann definitiv auch besser. Die Tastatur und Hülle stellen zwei Teile dar und können per Magnet voneinander getrennt oder verbunden werden. Der Einsatz des iPad erweist sich als nicht ganz so mühelos und ich habe jedes Mal leider das Gefühl, das Teil zu verbiegen oder sogar irgendwas zu zerbrechen. Dieses Gefühl bestätigt sich leider auch beim Herausholen doppelt so sehr. Hier darf aber natürlich getrost gefragt werden, warum man das iPad jemals wieder aus dieser Hülle herausholen sollte. Vielleicht mal, um es sauber zu machen, aber sonst wüsste ich es nicht. Der Schutz ist gut, die Haptik ist super angenehm und die abnehmbare Tastatur ermöglicht es, das iPad direkt individuell zu verwenden und sogar ohne angeschlossene Tastatur in vielen Winkeln aufzustellen. Also zumindest im Querformat. Für handschriftliche Notizen oder Malereien hochkant müsste man das iPad dann doch flach hinlegen oder sich eine andere Halterung besorgen. Nichtsdestotrotz ist das iPad in diesem Fall natürlich trotzdem besser geschützt als komplett ohne Hülle oder dünnen Skin. Und es kibbelt auch nicht. Das Material der Tastatur und der Hülle wirkt recht hochwertig und unempfindlich. Zumindest deutlich unempfindlicher als manch andere gummierte Hüllen, welche einen grandiosen Schmutz- und Fettmagneten darstellen. Verdammte magische Kackgummierung für 400 fucking Euro. Ich habe hier auf jeden Fall keine Bedenken, dass die Hülle auch nächstes Jahr noch top aussieht, selbst bei täglicher Mitnahme in einem Rucksack. Etwas mehr Sorgen machen mir da schon diese schärferen Ränder hier an der Seite, welche auf den ersten Blick schon die Tendenz erahnen lassen, irgendwann auszufransen. Dies kann aber natürlich nur ein Langzeittest beantworten. Auch der Hinge. Dieses Faltdingsbums, was sie hier eingebaut haben. Wie auch immer die dieses Scharnier innen gelöst haben. Es hält fest, wo man es hinbiegt. Der Stoff sieht aber bereits nach ein paar Mal hin und her klappen nicht mehr so aus wie beim allerersten Mal. Bisschen vergleichbar mit so einem durchgesessenen Sofa. Also zumindest bei günstigen Stoffsofas. Das ist aber eine rein optische Sache und hat keinerlei Einfluss auf die Funktion und ich denke, dass das auch so bleibt. Aber optisch hätte man das vermutlich etwas besser lösen können. Ich hätte da wahrscheinlich sogar dieses Scharnier einfach sichtbar gemacht und hätte da diesen Stoff gar nicht drüber gezogen. Aber das ist die Entscheidung von Logitech und nicht meine. Die Ränder und Buttons dieser Hülle sind komplett gummiert. Das Gummi ist nicht so fett und ekelempfindlich und staubmagnetmäßig wie andere Gummi. Die Buttons sind dadurch natürlich nicht mehr so schön clicky und reagieren auch nicht immer perfekt, aber wer braucht die schon, wenn die Tastatur sich einfach über einen Magneten andocken lässt, sich über die kleinen Konnektoren anstatt über Bluetooth verbindet und eine ganze Reihe Funktionstasten mitbringt, die wirklich ein Segen sind. Warum man darauf jemals verzichten sollte, ist mir schon nach den ersten paar Minuten der Nutzung ein absolutes Rätsel geworden. Die
Tastatur selbst hat in der 13 Zoll Variante eine perfekte Größe, auch für etwas größere Hände, und die Größe des Trackpads und der Handballenablage erinnern an Notebooks und MacBooks in der Größenordnung. Absoluter Pluspunkt. Die Tastatur lässt sich gut beschreiben, die Tasten haben einen guten Anschlagpunkt, wenn für meinen Geschmack auch etwas weich. Ich mag es da lieber fest, direkt und klickig. Wie dreckig, verstehst du? Da wären wir fast auch schon wieder beim Magic Keyboard. Der Anschlag der Tastaturen ist auf jeden Fall Geschmackssache. Das Trackpad reagiert sehr gut und ist auf der kompletten Fläche klickbar. Und was das für eine Fläche ist. Der Schutz, den das Case mitbringt, bringt natürlich auch gewisse Nachteile mit sich. Vor allen Dingen, wenn man das iPad sonst eher ohne Hülle genutzt hat und man sich an das doch deutlich erhöhte Gewicht auch ohne Tastatur gewöhnen müsste. Und das klobigere Handling erinnert dann doch eher an Tablets für die Baustelle. Wenn ihr euer bestes Stück immer schützt, solltet ihr hier keine äußerst befremdliche Erfahrung machen. Auch die Aussparung für den Stift ist gut gelöst, kann aber natürlich zu direktem Kontakt mit dem nackten Gerät führen. Das Design ist nach meiner Einschätzung gelungen und Logitech typisch, allerdings nicht wirklich vergleichbar mit dem sleeken, schwebenden Design des Magic Keyboards von Apple oder des Bridge Keyboards, was so aussieht wie ein MacBook dann nachher. Wie ihr seht, handelt es sich bei der Combo Touch um eine ziemlich geniale Kombination aus Hülle mit Microsoft Surface-Funktion und super nutzbarer Tastatur mit Trackpad. Selbst die folgenden direkten Vergleiche zum Magic Keyboard von Apple sprechen eine eindeutige Sprache zugunsten der Logitech-Hülle. Das Material des magischen Keyboards wirkt deutlich anfälliger und sieht nach einigen Minuten der Nutzung schon nicht mehr besonders neu oder ordentlich aus. Es bietet deutlich weniger Schutz durch freigelassene Ränder, selbst in geschlossenem Zustand. Löst man es von der Tastatur, ist gar kein Schutz vorhanden und die Handballenablage ist im Vergleich zur Combo Touch Tastatur eher winzig und unbequem. Warum tendiere ich jetzt nach all dem Geschwafel doch zum Magic Keyboard? Ja genau, weil ich unbedingt noch 200 € mehr verbrennen will für ein Accessoire. Fucking Accessoire. Für die Kombi bekommt man ein MacBook Air oder 4 Windows Notebooks. Das Magic Keyboard hat aus meiner Sicht zwar die schlechteren Einstellungsmöglichkeiten für die Blickwinkel, ist aber für meine Bedürfnisse komplett ausreichend. Der Vorteil ist, dass sich das iPad näher und immersiver anfühlt und sich deutlich besser auf dem Schoß und im Liegen schreiben und nutzen lässt. Mein Nacken wird es mir weiterhin danken. Die Möglichkeit, das iPad direkt abzunehmen und die Tastatur als Dockingstation mit direktem Stromanschluss stehen zu lassen, ist einfach sexy und die Tasten sind für mich auch nochmal eine Stufe besser und genauer, als sie das bei der Logitech-Tastatur sind. Das Trackpad ist ganz objektiv deutlich kleiner, aber auch besser. Sowohl genauer als auch empfindlicher, jedoch wäre das Mosern auf hohem Niveau und keinesfalls 200 € wert. Dafür ist der Unterschied deutlich zu gering. Das stylische, flachere Profil, auch im zusammengeklappten Zustand, ist doch nochmal eine Spur hochwertiger und generell habe ich doch eine Abneigung gegen dicke, klobigere Hüllen. Deshalb nutze ich mein Teil hier in der Hose auch nur in den seltensten Fällen mal mit Schutz. Also das iPhone hier. Der riesige Preisunterschied war für mich der größte Punkt, eine Zeit lang zu grübeln, und das Logitech Combo Touch sollte für jeden rational denkenden Menschen die klare Wahl sein. Für mich aber ist es am Ende ein Gefühl und das Kleinkind in mir, welches sich täglich über das schwebende iPad freut. Oder über die Tatsache, das toll designte Tablet direkt nackt abnehmen zu können und objektophil durch meine Finger gleiten zu lassen. In Zukunft dann maximal nur mit gefühlsechtem dünnen Skin. Wie du hörst, bleibe ich beim völlig überteuerten Magic Keyboard und du siehst, warum ich mich so entschieden habe und dir mit Entschlossenheit empfehlen kann, definitiv die Logitech Combo Touch Tastatur in Betracht zu ziehen. Es ist das bessere Gesamtpaket, unempfindlicher und hat mehr Optionen und Möglichkeiten. Wenn du viel auf dem Schoß schreibst und so ein verschrobener Design-Junkie bist wie ich, solltest du dir das abgewöhnen, kannst aber getrost zum Magic Keyboard greifen. Für alle anderen, die ihr Leben unter Kontrolle haben und trotzdem meinten, ein iPad kaufen zu müssen, empfehle ich dir ganz klar die Logitech Combo Touch. Das Klickgeräusch ist echt schön. Gut verarbeitet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, du fandest es informativ oder belustigend oder spaßig oder zum Kopfschütteln. Lass doch gerne mal einen Kommentar da und ein Like, wenn du magst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein, bye bye.